Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video und heute mit der Dezibel Outdoor 2025 Saturday and Show. Ohne viel Gelaber gehen wir rein. Ich werde so oder so genug labern. Let's go. Are we dreaming? How did we get here? Ah, stimmt, das war die geile Stage. We're reaching the end of our creation, the edge of the universe, the cosmic void. Schon geil gemacht. Also Real Talk ist schon When geil gemacht. frequencies become eternal, a mind-bending journey awaits, creating a reflection of this city. What is in reality? Only you can tell. Das ist schon schön, ey. Ich bin auch so gespannt, wie sich das alles entwickeln wird, ne? Die ganzen Endshows, die ganzen Aftermovies und so, wenn du so überlegst, ne? Was möglich ist. Uli. The city is bursting with Oh, energy. wie geil sieht denn das aus? Hilfe. Ich meine, ich habe sowieso, eigentlich ist es ja, sagen wir, ne, das ist jetzt hart gesagt, aber man denkt ja oft so, ja, okay, das ist ein bisschen unspektakulär, so, wenn da jemand oben nach oben fährt und da ein bisschen rumzappelt, jetzt extrem gesagt. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich hab da riesen Respekt vor. Weil wenn ich überlege, ich habe sowieso Höhenangst, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber ne, du bist ja, keine Ahnung, wie viel Meter in der Luft. Erstens, was da für eine Kraft dich erstmal runterzieht und du da noch dich am Räkeln bist, am Strecken bist, am Tanzen bist, was auch immer. Das finde ich schon krass. Und gerade wenn man jetzt so wie das hier ist, wenn die Person dann über Kopf ist, boah, habe ich riesen Respekt vor, das überhaupt zu machen. Klar, es ist jetzt nicht übertrieben lange oder so, aber es ist halt trotzdem irgendwo schon eine Art Kunst, das hinzubekommen, ne? Schon sehr cool gemacht. Gerade auch jetzt so dieser Übergang. The city is bursting with energy, released in a cosmic frequency. One last moment before it fades. Okay. Launching final phase. Hat er einfach ein MacBook in der Hand, so wie das aussah? Launching final phase. Das ist crazy. Falsch rumgehalten, na, scheiße gelaufen. "14 billion years ago, there was nothing. No stars, no galaxies, no planets or people. Then suddenly, without warning, everything exploded into existence. The universe was born." Ey, ich hab damit gerechnet, aber trotzdem hat mich doch irgendwie gepackt. Was ist das geil gemacht, ey, Hilfe. War auch eine coole Bühne, ne, wieder Dezibel. Gerade so dieses futuristische. Hammer. Then suddenly, without warning, everything exploded into existence. The universe was born.
geile Farbkombi, ey. Dieses Blau, was die ganze Zeit durchschimmert mit dem Gelb. Dann das geile Feuerwerk. Oh, The universe was born. geil, ey. Holy shit, ey. Krass, was die für eine Atmosphäre da liefern. Oh, was die für eine Atmosphäre halt diese Strahler erzeugen können, oder? Ich finde, du hast so eine geile Atmosphäre dadurch schon. Klar, ne, wenn man sich die Stage anguckt, dieses futuristische, so als würdest du in einem Raumschiff sitzen und siehst dann im Background halt so oder ne, in der Ferne dann Urknall, whatsoever, was man da jetzt auch alle sehen kann, soll, was auch immer. Das ist natürlich auch sehr geil, gar keine Frage. Ich zu meinem Teil, ich mag so solche Filme, sag ich mal so, Interstellar und sowas. Aber zum Beispiel erinnert mich das auch so ein bisschen an Star Wars, Star Trek und sowas. Ich weiß, es ist nicht alles dasselbe, will ich auch nicht überall über einen Kamm scheren, gar keine Frage. Aber mich holt das halt nicht irgendwie nicht so ab. Trotzdem so dieses Universumsding, wenn man da so rangeht, so von wegen, ey, nur das Universum finde ich schon sehr interessant. Deswegen ist das eigentlich, hat das schon was sehr, sehr Geiles. Aber ich glaube, jeder kommt da auf seine Kosten, wer halt Bock hat auf Universumsding oder halt Star Wars, Star Trek oder sowas mag. So dieses Futuristische. Aber wie gesagt, die Strahler machen schon richtig was aus. Die bringen da schon richtig geiles Feeling rein. Gerade jetzt so. Und jetzt mit den Feuern. Feuer? Another day is gone up in flames. A little something goes a long way. Wow. So put the brightest in the darkest blue. Break the accent out for me and you. Das ist crazy. So here we stand, just waiting for the moment when 1,000 souls unite. Together we are starlight. Wow, also das ist ja pur schön. Pure Schönheit. Hilfe. Alter, sieht das wild aus. So ein cooler Track aber auch, ne? Was die aus der Bühne rausholen? Hilfe, ey, ehrlich. Wow. Da muss ich ehrlich sagen, das war wunderschön. Und das ist ja auch die Sache immer, ne? Es gibt ja unterschiedliche Arten von Endshows, ne? Du hast das, wo die halt ihr Feuerwerk präsentieren wollen, wo die das so schön machen wollen, wo die vielleicht die Bühne halt nochmal mehr präsentieren wollen. Oder einfach nur einen geilen Abschluss. Oder es gibt ja so viele Arten, wie du Endshows machen kannst. Und das finde ich halt so geil, dass nicht jeder irgendwie das Gleiche macht. Manchmal denkt man sich natürlich, ey, es wäre halt cool, wenn du so dieses Storytelling hast und dann, ne, wird so der eine Tag beendet. Vielleicht der nächste Tag schon so ein bisschen angeteasert, dass du warm wirst oder heiß wirst auf das nächste Chapter, also auf den nächsten Tag. Das finde ich schon irgendwo geil. Das ist halt auch, das ist halt krass geil für die Augen, ne? Oder sowas ist auch krass geil für die Augen, sagen wir so. From this distant vantage point,
The Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. The Earth is where we make our stand. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love. Das ist auch so krass gut gemacht, ey. Hilfe. Every human being who ever was lived out their lives. Every hero and coward, every creator and destroyer of civilization lived there, on the mote of dust. The Earth is the only world known so far to harbor life. The Earth is where we make our stand. The only home we've ever known. The Boah. sun, the moon, the stars, and the planets, which travels fast, but not infinitely fast, to cross the intervening vastness. Luminous dots, brighter than most of the stars. And they will know nothing of a place once called Earth. Das hat sowas Himmlisches irgendwie, ne? Aber auch gleichzeitig so It's ein... different. Als würdest du gleich von den von den Außerirdischen einfach gekidnappt werden. The Earth is where we make our stand. The only home we've ever known. Junge, ist das cool gemacht, ey. Auch diese Dezibelzeichen, wie die das so rein projizieren, also reinbrennen, reinstrahlen, was auch immer. Das ist geil, ey. Boah, ne. Damit kriegst du mich, mit sowas kriegst du mich. Das sind die schönsten Bilder, die die Menschheit je gesehen hat und gemacht hat, ehrlich. Da müssen wir nochmal kurz... Guckt euch das an. Ich liebe solche Bilder, ne? Ey, ich weiß nicht warum, aber ich finde das so geil. Klar, wir haben auf unserer Welt auch so schöne Landschaften und Gegenden und du kannst auch so viel geile Sachen einfach so fotografieren, die auch aus Menschenart gemacht wurden. Erbaut wurden und so, gar keine Frage. Aber dieser Shit, der holt mich irgendwie total ab, ne? Diese Kombination aus diesen hellblau und diesen Lidern, boah, boah, das ist immer so sexy, ey. Wow, ey. Da schießen die das Feuerwerk so hoch, dass sie das selber noch nicht mal mehr auffangen können. Hammer, ey. Ignite the skies into ascension. Awakening a new dimension. Ignite the skies into ascension. Awakening, awakening.
Junge. Ich finde, das sieht so, diese Lichtstrahlen, die da rausgescheppert kommen, ne? Du denkst halt, das sind gefühlt 100 mehr als die Strahler, die du daran siehst. Also, das, hä? Das ist geil. Guck dir das an, das sieht so massiv aus, ey. Mächtig? Massiv. Vielleicht Gänsehaut, ne? Das ist cool gemacht, ey, ehrlich. Jetzt stellt euch mal vor, da sitzen welche, die diese Ideen hatten, ne? Sowas Geiles zu erschaffen. Ich komme da nie drauf klar. Auch wenn ich mich manchmal so ein bisschen drüber aufrege. Das ist immer unvorstellbar, dass Menschen solche Ideen haben. Und so umsetzen können. Hammer. Junge, ey. Muss man aber auch ehrlich sagen, ne? Wenn du jetzt hier sitzt in auf dieser Tribüne, sag ich jetzt mal, ne? Ist ja mega scheiße eigentlich. Eigentlich kannst du am besten nicht hier stehen. Weil du siehst alles, was bei der Mainstage passiert. Du siehst aber auch gleichzeitig dieses wunderschöne Feuerwerk, was sie hier hochballern. Und diese schönen, was sind das hier? Irgendwelche Funken, die da regnen lassen. Ja. Das ist crazy. Ich weiß, und da bin ich auch immer noch so, das ist halt Dezibel Outdoor, ne? Dieses 2 verschiedene Standorte für, wo du drauf achten musst. Ist crazy oder schwierig. Bin ich nicht so ganz der Fan von, aber so, wenn du das in einem Video hast, ist es natürlich mega geil. Das muss man halt sagen. Aber als Festivalgänger ist, glaube ich, nicht so geil. Außer du stehst natürlich so, das ist natürlich auch perfekt. So schön, ne? Hammer, ey. Dezibel zaubert halt auch immer, ne? Die zaubern immer. Wahnsinn, ey. This frequency is what keeps us connected. Because this isn't the end. It never was. It never was. It never was. Aber auch schöne Shots, ne, mit den Festivalgängern. Hammer. Da haben sie schon wieder geliefert, ey, wow.
Decibel Outdoor. Hammermäßig, ey. Also Real Talk, das war, ey, das ist, ich find's krass halt, ne? Es ist Wahnsinn, was sie aus der Stage immer wieder rausholen. Gerade, dass sie immer wieder so diesen nächsten futuristischen Schritt machen können, sage ich mal, und du immer wieder so bist: „Wow, krass, wie das aussieht." Ähm, grade mit den Lasern, mit den Strahlern, sieht so unfassbar geil aus. Die Bilder, die da im Hintergrund laufen lassen und diese Optik, als wärst du in 'nem Raumschiff, finde ich sehr geil. Musst du dir aber auch so 'n bisschen denken, finde ich, ne? Wenn du jetzt, sage ich mal, nur sagst so: „Okay, gut, ne, es wäre halt geiler, hättest du 'ne riesen Leinwand und würdest da so 'n diesen Film drauf abspielen", wäre natürlich auch cool. Aber wenn du dir halt denkst, so, ey, du sitzt in 'nem Raumschiff und guckst durch 3 Fenster durch, dann hittet das noch mal mehr. Muss ich sagen, hatte ich nämlich zum Beispiel, am Anfang, wo ich gedacht habe: es wäre halt geiler, wenn du einen großen Dingens hast." Aber so, wenn du denkst: „Ey, das sind 3 Fenster", mega geil. Mega geil. Ey, geile Endshow, muss ich ehrlich sagen. Hat 'n richtig geiles Feeling, ne? Du hast richtig geil was fürs Auge. Du hast so 'n bisschen, was dir, wie heißt es, so 'n bisschen was auf emotionale Schiene geht. Finde ich mega geil. Natürlich die Musik dazu sehr geil passend gepasst? Passend gewählt so. Geiles Feuerwerk, wie man's halt von Dezibel halt kennt, ne? Du hast so, ich finde, so 'ne richtig geile, schöne Endstimmung dann noch mal. Ja, deswegen finde ich 'ne geile Endshow, finde ich schöne Endshow. Bin ich gespannt, was die Sunday Endshow kann. Die werden wir uns natürlich auch noch reinziehen und dann werden wir uns da wiedersehen. Sonst wünsche ich euch 'n wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschau, tschau.